Hallo und herzlich willkommen. Heute in diesem super tollen Video stellen wir euch den neuen Pössl Summit 640 Prime vor. Dieses Schmuckstück hier neben mir. Längsbetten 636, das neue Pössl Skyroof, eine Zuziehhilfe, eine Bühne mit 170 oder die 170 Kilo Motorräder tragen kann und ganz viele kleine weitere Details. Das seht ihr in dem heutigen Video. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Von außen könnt ihr jeden Pössl Summit Prime an dem neuen Skyroof erkennen. Daran, das ist im Prinzip was beim Summit Prime serienmäßig dabei ist. Und anders als die meisten anderen Hersteller löst Pössl das Thema Skyroof so, dass wir das in einem Kunststoffteil haben. Das heißt, es ist wie ein normales Fenster. Es ist eine Verglasung sagt man bei Kunststoff nicht, aber da sind zwei Schichten letztendlich, damit auch eine Isolierung mit da ist. Und das, was hier, glaube ich, auch toll ist, ist, dass man das aufmachen kann. Das heißt, das Mehr an Hitze, was durch die große Glasfläche ins Fahrzeug rein kann, kann durch eine zusätzliche Öffnung am Ende des Tages raus. Dass es Fliegengitter und Verdunklungsrollo und all sowas gibt, zeigen wir euch gleich drin natürlich nochmal im Detail. Ja, darüber hinaus haben wir im Prinzip einen normalen 636er. Wir haben ja hier den Summit 640 Prime. Das heißt, es ist der klassische 6,36 Meter Grundriss, Längsbetten, hinten im Heck, Küche an der Seite, Nasszelle gegenüber und vorne die Sitzgruppe. Und das ist von außen immer an diesem kleinen Überhang hinten zu erkennen, dass er 6,36 lang ist. Die Farbe, die ihr hier seht, ist das Atenz Grey von Citroën. Das ist im Prinzip das, was bei Fiat Aluminium Grau bzw. Silber heißt. Die sind sehr nah beieinander. Das Atenz Grey ist vielleicht einen ganz kleinen Hauch dunkler. Zusätzlich zu der Pössl eigenen Ausstattung haben wir hier Sicherheitsschlösser mit angebaut. Das sind von HEOS die Sicherheitsschlösser mit der Absicherung der Fahrerhaustüren, Schiebetür und Hecktür. Wir verlinken euch da oben links in der Ecke nochmal unser Video zur Absicherung des Fiat Ducatos, wo die mechanische Absicherung erklärt wird. Schützt eure schönen Autos vor den bösen Menschen. Es gibt mehr Böse als gedacht. Wir verkaufen dann doch einen nennenswerten Anteil an Leute, denen gerade das Auto gestohlen wurde. Darüber hinaus haben wir jetzt hier eine Markise mit angebaut. Das ist ganz klassisch 4 Meter. Das habt ihr bei 6,36 Meter immer. Und serienmäßig hat der Summit 640 Prime wie alle anderen Summit-Modelle natürlich die Rahmenfenster, sodass zum einen die Verdunklungsrollos und die Fliegengitter von innen schön sind und gleichzeitig die Thermoverglasung, die aber auch getönt ist, dass man kaum rausschauen kann. Ein kleines Detail noch zu dem hinteren Fenster. Das ist, glaube ich, vor allem in der Pössl-Welt was ganz Besonderes. Wir haben hier das lange, dünne Fenster. Das ist etwas höher als bei den meisten Fahrzeugen. Das Bett müsst ihr euch ungefähr hier vorstellen. Dadurch kann man richtig schön im Bett liegen. Sowas gibt es eigentlich bei uns in der weiteren Welt nur beim Lastrada Avanti EB, der übrigens auch immer eine gute Alternative zu diesem Fahrzeug ist. Da schaut euch das Video dazu auch nochmal an. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu den Link. Serienmäßig wird euch der Summit 640 Prime von Pössl als Leitchassis geliefert. Das heißt, es ist ein 3,5 Tonner, so wie wir das Fahrzeug bestellt haben und wie ich es auch jedem von euch ans Herz legen würde, haben wir hier ein sogenanntes Maxi-Chassis. Das heißt, wir haben die Achslasten des 4-Tonnen-Fahrzeugs, aber als Maxi 3,5 Tonnen mit 3.500 Kilo zulässigem Gesamtgewicht zugelassen. So habt ihr nie ein Problem mit der Zuladung der einzelnen Achsen. Das ist für dieses Fahrzeug besonders wichtig, weil wir den hier mit einer Rollerbühne ausgestattet haben, die 170 Kilo tragen kann. Mit der Maxi-Chassis-Variante hat das Fahrzeug hinten eine Achslast von 2,4 Tonnen. Das heißt, es kann ohne weiteres die Zuladung eines Rollers oder Motorrads hier hinten mit 170 Kilo tragen. Ihr müsst natürlich trotzdem immer das Gesamtgewicht im Blick behalten, dass man insgesamt diese 3,5 Tonnen nicht knackt. Aber wer das wollen würde, wir können das Fahrzeug auf bis zu 4.250 Kilo auflasten. Wichtig für all diese Punkte ist eben Maxi-Chassis mitbestellen. Maxi-Chassis mitbestellen. Auf keinen Fall das Maxi-Chassis vergessen. Ja, das Tolle an dieser Bühne ist, dass sie auch voll beladen mit 170 Kilo Traglast weggeschoben werden kann. Dafür haben wir hier zwei Schnellverschlüsse.
Den auf der anderen Seite habe ich vorbereitend schon mal gemacht. Und hier eine Sperre, die drin steckt. Und wenn ich das rausziehe, das legen wir mal drauf, kann ich den gesamten Schlitten, ihr müsst euch jetzt ein Motorrad oder einen dicken Roller hier drauf vorstellen, einfach zur Seite schieben, dass ich die Tür aufmachen kann und wunderbar an den Stauraum ran kann. Und das ist halt bei 170 Kilo Traglast für eine Motorradbühne tatsächlich eine seltene Lösung. Man kann die Bühne auch aufrüsten mit bis zu 2 Fahrrädern noch hinten dran. Also es gibt da unterschiedlichste Varianten, aber da suchen wir dann immer die individuell passenden Lösungen für unsere Kunden. Ja, wenn ich die Klappe aufgemacht habe, wenn wir schon hier hinten sind, sollten wir den ersten Blick auch hier hinten reinsetzen. Da sehe ich den riesengroßen Stauraum, den ich im Summit 640 habe. Ich hole mir mal kurz mein Messgerät mit dazu, kleinen Augenblick. Super, oder? So schön praktisch, Teleportation. Ich messe mal den Stauraum, damit wir hier das gleich haben können. Grundsätzlich hat man natürlich vorne einen komfortablen Einstieg, das sehen wir gleich von innen. Als Ladetiefe habt ihr hier 1,35 knapp. In der Breite haben wir 1,23 Meter. Der Wagen hat jetzt hier noch eine zusätzliche Stauraumbeleuchtung mit drin. Wir haben ein schönes Lattenrost unter den Matratzen und das Ganze ist hier natürlich auch rausnehmbar, dass man den ganzen Stauraum wunderbar benutzen kann. Und sogar ich darf auf der Bühne hier sitzen und es kann nichts kaputt gehen. Das ist ein seltenes Gefühl, wenn ich mich irgendwo draufsetze. Was ihr nicht sehen könnt, da um die Ecke haben wir den Gaskasten. Hier passen 2x11 Kilo Gas rein. Und damit man weiß, was dahinter ist, da haben wir das Frischwasser mit drin versteckt. Natürlich von oben mit Reinigungsöffnung und Entleerung, um das Fahrzeug am Ende des Tages winterfest zu machen. Aber interessanter für euch als der Heckstauraum und die Bühne ist wahrscheinlich der Lebensraum in diesem wunderbaren Summit 640 Prime. Und das schauen wir uns sofort an, nachdem wir ein kleines Highlight außen noch gesehen haben. Da will ich dann doch noch mal kurz hin. Der Wunsch des Besitzers von diesem Fahrzeug ist gewesen, eine Außendusche zu haben. Und da wir aus unserer Historie mit Eura und Leica früher raus mit vielen Feuchtigkeitsschäden einfach Außenklappen geschädigt sind, versuchen wir natürlich alle Wünsche der Kunden mit so wenig Löchern wie möglich in der Karosserie umzusetzen. In diesem Fall heißt das, dass wir die Außendusche hier mit seitlich reingesetzt haben. Du hast hier einfach die Duscharmatur draufgesteckt. Dann habe ich hier die Dusche mit dran. Kann über den Warm-Kalt-Regler mir einstellen, ob ich es warm oder kalt haben will. Kann hier nochmal Druck drauf geben oder nicht. Und habe meine Außendusche. Praktischerweise auf der Rückseite vom Fahrzeug, dass da, wo ihr duscht, der Boden wird ja nass und matschig, dass man damit jetzt nicht direkt reinläuft und den ganzen Schmodder nicht vorne vor der Schiebetür drüben hat. Super praktisches Extra, kann man bei den meisten Fahrzeugen machen. Und es gibt so viel gefühlte Sauberkeit. Das Salz und den Sand aus den Haaren spülen fühlt sich sauberer an, als man denkt. Wie viel Wasser hat man zum Duschen? Insgesamt hat der Wagen 100 Liter Frischwassertank. Damit könnte man duschen. Der Warmwasserboiler von Truma ist, glaube ich, 10 Liter, kann ich 60 Grad erhitzen. Damit kann ich eine Weile duschen. 2 Kinder, eine Frau und ein Mann, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kriegt man auf jeden Fall auf die Schnelle abgeduscht. Herzlich willkommen in diesem wunderschönen Fahrzeug von innen. Auf den ersten Blick oder bevor ihr reinkommt, zeige ich euch noch kurz, was es hier zu sehen gibt. Wir haben zum einen hier die Fliegengittertür. Die kommt immer mit dem All-In-Paket und ich glaube, das bestellen 99 von 100 Pössl-Kunden sowieso mit. Und wir haben hier unten die elektrische Trittstufe. Bei diesem Fahrzeug ist die mit ihren 70 cm Breite, ach, ich lasse das Chris mal draußen, dann kommst du komfortabler rein, mit 70 cm Breite serienmäßig mit dabei. Was ich an den neuen, überhaupt, ich glaube bei den meisten Neuentwicklungen ist der Kühlschrank hier vorne angeordnet. Ich finde das eine super praktische Lösung, weil wir gerade hier bei Pössl mit der doppelt angeschlagenen Tür, einmal so rum, kommt ihr perfekt an Essen und Getränke von außen dran. Sitzt ihr in der Sitzgruppe, kommt man perfekt dran. Und was ich dabei auch cool finde, ist oft, wenn jemand
hier kocht und der Kühlschrank da unten ist, dann kann man eigentlich nicht helfen. Dann kann sich eigentlich nur einer in die Sitzgruppe setzen und sagen, okay, bedien mich, vielen Dank. Hat man, wenn man Glück ist, ist man der, wenn man Pech hat, ist man der. Hier ist es einfach so, dass da jemand stehen kann, schnippeln kann, sagen kann, Schatz, gib mir doch mal bitte den Salat oder sonst irgendwas. Und ich kann von hier einfach mitmachen, habe eine eigene Arbeitsfläche. Wenn wir räumliche Trennung haben wollen, klappe ich hier einfach hoch, dann ist eine wunderbare Barriere. Und man kann auch zu zweit, glaube ich, hier echt in dem Auto arbeiten. Man könnte sogar zu zweit in der Küche stehen. Und in welchem Kastenwagen kann man das schon? Das finde ich eine coole Sache. Die Arbeitsfläche hier ist relativ groß. Die kleine schon hat 39 mal 36 cm. Und das Ganze wird einfach nur unten entriegelt. Hält dann hier an der Seite mit dran. Ja, lasst ihn wirken. Das ist der Summit Prime aus dem Modelljahr 2020. Bevor wir uns den Details dieses Fahrzeugs widmen, dürft ihr auf keinen Fall vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dafür müsst ihr einfach unter dem Video unten auf das Abonnieren drücken, die Glocke klicken nicht vergessen, dann kriegt ihr auch von den neuen Videos immer schöne Informationen. Ja, ich persönlich finde es schick. Es ist halt gerade für Pössl-Verhältnisse extrem modern, aufgeräumt und mal was ganz Neues, weil diese hochglänzend weiß mit dunklen Flächen haben wir bei Pössl so noch gar nicht gehabt. Das Holz ist beim Prime immer das gleiche. Das, was man wählen kann, sind Polsterstoffe. Das, was ihr hier seht, ist Mindoro. Die Alternative dazu, die gut dazu passen würde, auch wäre der Polsterstoff Samba. Den werdet ihr sicherlich in einem der nächsten Videos zu sehen kriegen. Wir haben ja schon von außen gesagt, dass das Skyroof eine der großen Besonderheiten bei dem Summit 640 Prime ist. Ihr könnt das übrigens auch für die normalen Summits bestellen. Dann entfällt hier natürlich beim normalen Summit auch das Fach und man hat so die Kopffreiheit wie hier auch. Wir haben gerade festgestellt, bei dem Summit 45 Prime, den wir euch in dem letzten Video gezeigt haben, haben wir das Skyroof, weil wir so geflasht waren von dem Rest des Fahrzeugs, ein bisschen außen vor gelassen. Deswegen wollen wir hier mal alle Details zum Skyroof nachholen. Zum einen kann man natürlich ein Fliegengitter hochziehen, dass, wenn ich das geöffnet habe, keine Viecher reinkommen. Ich kann natürlich das Ganze auch verdunkeln, wie jedes andere Fenster auch. Das, was Pössl eben anders macht als die meisten anderen Hersteller, ist, dass man das Skyroof, was aus Kunststoff ist, eben auch öffnen kann. Das heißt, ihr habt hier eine ganz normale Markisenkurbel und dann kann man das so weit öffnen. Ich gucke mal, was das Maximum ist. Ich bilde mir ein, dass gleich mehr Durchzug kommt. So dass man hier ja gute 1,5, 2 Hand breit aufmachen kann. Das Wichtige ist ja, gerade wenn im Sommer die Sonne hier richtig drauf knallt, wird es ja doch durchaus wärmer als nur durch Blech. Und so kann das die zusätzliche Wärme eben auch wieder entschwinden. Und wenn ich fertig bin, mache ich das Ganze einfach wieder zu. Und habe dann einfach nur, ich meine, heute ist ein richtig wolkiger Tag, ist kein schönes Wetter hier bei uns im sonst so schönen Stowe. Und es ist trotzdem hell hier im Fahrzeug. Wie gestaltet sich eigentlich der Preis von so einem Pössl Summit 640? In diesem Fall haben wir hier den Citroën als Basisfahrzeug gewählt. Serienmäßig kommt das Fahrzeug, oder in der kleinsten Motorisierung kommt er mit 120 PS. So wie er hier steht, kommt er mit 160 PS. Das ist beim Citroën auch gleichzeitig die größte Motorisierung. Wir haben das Fahrzeug, wie gesagt, mit Maxi-Chassis ausgestattet, dem All-In-Paket, was Pössl-seitig kommt, und eben auch Rollerbühne, Radio, Rückfahrkamera, Markise und all solche Dinge schon mit dran. Für dieses Fahrzeug, exakt so wie es hier steht, müsst ihr einen Listenpreis von ca. 60.000 € rechnen. Da sind dann auch schon solche
Spielereien, die sicherlich sinnvoll sind. Ein Spare-Locks, Absicherung gegen Diebstahl der Schlösser, die wir euch eben draußen kurz gezeigt haben, und Außendusche und solche Details mit drin. Also es ist für das, was das Fahrzeug für das, was das Fahrzeug bietet, ein wahnsinnig attraktives Preis. Ähnlich attraktiv wie das Lichtkonzept. Zum einen, weil wir nicht immer wieder das Gleiche machen wollen, sei noch mal kurz auf das Video vom Summit 540 Prime hingewiesen bei Minute, keine Ahnung, 9:35. Probiert's mal aus. Ich glaube, irgendwo in der Nähe zeigen wir das Lichtkonzept von dem Summit 540 Prime ganz genau. Weil der Wagen überall Lichter hat und erst wenn das Auto richtig dunkel ist, kann man das toll sehen. Kurz zusammengefasst. Wir haben hier Licht um den Rahmen drum. Wir haben überall in den Schränken diese indirekte Beleuchtung mit drin. Wir haben oben in der ganzen Dachhaubeneinheit die indirekte Beleuchtung und die Spots. Wir haben zusätzliche Lesespots, die hier touch gesteuert sind. Das kann man die eigentlich auch? Nein. Die sind touch gesteuert mit dabei und wir haben zusätzliche indirekte Beleuchtung hier. Das Ganze macht das Auto wahnsinnig gemütlich, so dass man abends in dieser wunderschönen Sitzgruppe toll sitzen kann, auch wenn es draußen dunkel und regnerisch ist. Das, was ihr hier seht, ist der sogenannte Alternativtisch, dass man auch vom Beifahrersitz vernünftig rankommt. Gemessen haben wir den ja schon in diversen anderen Videos. Er ist groß genug für 2 bis 4 Personen auf jeden Fall. Kleine Info noch zu der Sitzbank. Seit dem Modelljahr 2020 können wir die Summits mit einem 5. Sitzplatz bestellen. Das heißt, ihr könnt hier, wenn wir ein Aufstelldach, beim Prime geht es nicht, aber bei normalen Fahrzeugen Aufstelldach mit dazu nehmen, können wir 5 Sitze und 5 Betten in einem Summit für euch realisieren. Und das Ganze auch, wenn gewünscht, mit Isofix Anschnallgurten oder Festmachpunkten in der Sitzbank. Die Küche vom Summit ist, ich würde mal sagen, dreigeteilt. Wir haben hier vorne die Arbeitsfläche mit dem darunter liegenden Kühlschrank. Dahinter angeschlossen den Zweiflammenkocher, natürlich mit dem Zünder. Alles schön mit der Spüle integriert, dass man das, was ist, hier wunderbar ins Waschbecken wischen kann. Den Wasserhahn daneben so ein bisschen separat. Und dann hier einfach nochmal ein Stückchen Arbeitsfläche. Hier drunter wird natürlich der Stauraum komplett genutzt. Wir haben hier die Besteckschublade. Daneben oder darunter einfach für alles mögliche andere 2 große Schubladen. Und das, was mich immer eben etwas überrascht hat, da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Wir haben hier einen großen Auszug, dass man einfach auch gut von der Seite rankommt. Praktisch sind viele kleine Ablagen. Man hat hier einfach eine Art Gewürzboard mit dabei. Und auch hier oben, das ist sicherlich kein umlaufendes Gewürzboard ums ganze Bett. Aber ich finde einfach diese offenen Ablagen, das was Purcell Liner Optik nennt, die sich von vorne nach hinten ziehen, geben dem Fahrzeug einfach eine riesen Weite und Größe immer ins Verhältnis Kastenwagen gesetzt. Oft habt ihr hier ein hochgezogenes Element. Das mag in Sachen Stauraum ein bisschen praktischer sein und in Sachen Raumtrennung auch ein bisschen besser. Aber das Raumgefühl ist so natürlich gewaltig. Und verstärkt wird das einfach durch diese ganzen durchgehenden Linien. Dieses Licht von vorne nach hinten, das macht es schon super schick. Die Fächer hier oben sind ja alle wunderbar zu beladen, dass man rankommt. Für mich auch nicht störend, weil so groß sind sie auch nicht. Ich mit meinen 1,90 kann hier gut stehen. Apropos Stehhöhe, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben in einem Summit 640 Prime in dem Gang eine Stehhöhe von 1,88,8 Meter. Das kommt ungefähr hin, weil ich ungefähr gerade nicht stehen kann. In der Dusche ist das ein bisschen weniger. Wir messen das nochmal. In der Dusche haben wir 1,85. Das ist ausreichend, weil auch hier, das sehen wir gleich, die Dachhaube an einer sehr praktischen Stelle platziert ist. Überhaupt finde ich es ganz geschickt, dass die Dusche so eine Schiebetür hat, weil ich einfach, wenn ich vor der Küche stehe, wenn ich hier ran will, kann ich einfach einen Schritt zurück machen und kann da unten in den Schrank reinschauen. Bin ich fertig mit dem Schrank, will ich hier drüben rein, ist das gar kein Thema. Und das, was ich eben meine, ich kann, da wo die Dachhaube ist, aufrecht stehen. Wenn ich duschen will, das können wir mal als erstes machen, habe ich das tolle Schwenkbad. Guck mal, wie die Nasszelle, im Prinzip ist das nur ein Magnet, der das hier festhält. Ich kann das einmal lösen, rüberschwenken und habe die gesamte Dusche im Prinzip oder die ganze gesamte Nasszelle zur Dusche umgewandelt. Und bei diesem Fahrzeug ja auch mit der tollen Außendusche ist das Duschen drin ja sowieso nur noch eine Lösung für es geht nicht anders oder es ist Winter.
kann mir sogar die Haare waschen hier oben. Wenn ich fertig bin damit, einfach kurz trocken wischen, einen Handgriff, wieder zurück und dann habe ich eine Nasszelle, in der ich tollen Stauraum hier mit dabei habe. Das oben ist einfach nur ein Spiegel und die normale Dometic Kassettentoilette, die hier auch mit einer Keramikschüssel ausgestattet ist. Und bei den Prime-Modellen finde ich ganz charmant gelöst mit dem Waschbecken. Kann man das sehen? Ja, perfekt. Und dem Wasserhahn, der sich auch robust und schön anfühlt. Helles Licht von oben, Spiegelbeleuchtung dahinter. Also das Summit ist im Lichtkonzept schon eine tolle Sache. Und wenn ihr damit alles genug habt, dann macht man sich hier hinten gemütlich und das schauen wir uns jetzt mal ganz gemeinsam an. Der Heckbettenbereich in diesem wunderschönen Fahrzeug ist großzügig und vor allem toll zu erreichen. Was ich immer ganz elegant finde bei diesen Längsbettenvarianten ist, wenn man gute Stufen am Fußende hat und dann aber trotzdem ein sehr großes Bett. Wir haben hier 2 Stufen, die man von oben wunderbar beladen kann. Und die Stufen sind auch einfach nur mit 2 Rändelschrauben an den Seiten festgemacht, dass man die ganze Stufe rausnehmen kann. Und wenn ihr was Langes durchzuladen habt, dann geht das eben wunderbar auch. Ja, auch hier, auch wenn wir schon 2-3 Mal heute gesagt haben, kann man ganz klar sagen, das Lichtkonzept ist toll. Wir haben hier eine indirekte Beleuchtung an all diesen 4 Spots, das Ganze eben auch hell und über den Dimmer auch rauf und runter zu dimmen. Aber wichtiger als Licht im Bett ist ja, dass man weiß, kann ich hier auch schlafen. Und dafür einmal noch mal kurz den Hinweis, wir haben ja von draußen vorhin schon geguckt, wir haben jetzt die etwas schmaleren Fenster, die etwas höher gesetzt sind. Dadurch hat man da, wo man eigentlich liegt, kann man hier halt wunderbar nachts gegenstrampeln und hat nicht das Verdunklungsrollo, was normal bei vielen Fahrzeugen bis hier unten geht, im Bettenbereich. Das finde ich eine richtig gute Lösung. Von den Maßen dürften wir uns nicht allzu sehr von allen anderen 636ern hier unterscheiden, aber wir werden das jetzt einfach mal nachmessen. Wir haben hier 1,88 auf der Seite als Länge und hier auf der anderen Seite muss ich mal versuchen, Chris zu treffen. Da haben wir 1,95 als Länge. Das sind jetzt keine riesen Betten, aber dadurch, dass man so ein bisschen diagonal liegen kann, ist das sicherlich vernünftig. Ich hoffe, ihr habt einen richtig guten Eindruck vom Pössl Summit Prime erhalten. Macht euch in allen Fällen darauf gefasst, dass die Lieferzeiten momentan wahnsinnig lang sind. Die Summits insgesamt haben einen relativ starker Markt aufgeräumt, sind tolle Autos, sind preislich super attraktiv. Der größte Haken ist tatsächlich momentan die Lieferzeit, so dass es jetzt schon langsam für den kommenden Sommer leider knapp wird. Klingt wie blöde Verkäufersprüche, ist in dem Fall aber leider die Realität. Das heißt, richtet euch nur einfach darauf ein, dass man beim Summit momentan irgendwo in der Größenordnung um 12 Monate Lieferzeit einplanen muss. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit allen anderen weiteren Videos. Schaut euch auch das Video vom 540er Prime an, da sind viele Details auch nochmal zu diesem Fahrzeug gezeigt. Und bleibt uns treu, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich auf euch.